Herzlich willkommen in der Aquarellschule Ella de Fee. Heute wieder mit 4 Weihnachtskarten. Wir starten mit dem Hintergrund dieser ersten hier. Da malen wir ein paar Weihnachtsschäfchen und ja, grundieren zuerst einmal mit Wasser natürlich. Sobald die Karte 1 gut angefeuchtet ist, nehmen wir ein Lunar Blue und grundieren die Karte mit dem Lunar Blue. Das ist ein changierendes Blau, also diese Farbe hat verschiedene Pigmente und ja, ihr seht, ich gehe nicht ganz an den Rand intensiv. Ich hole mit dem Taschentuch unten aus der Feuchtigkeit heraus noch einen kleinen Hügel weg und schattiere ihn dann von unten. Nun streue ich Salz in den Himmelbereich und lasse das jetzt einwirken, dieses Salz. Nun gehe ich zur nächsten Karte, der Karte 2, oben rechts. Ich verwende ein Washi-Tape, aber es ist speziell für Aquarell gedacht und es löst sich rückstandslos vom Papier, ohne das Blatt zu verletzen. Den Ella-Stick, mit dem ich hier die ganze Zeit male, den bekommt ihr in meinem Shop unter www.elladefee.com. Ich grundiere hier oberhalb der Horizontlinie mit Ultramarinblau von oben, von unten mit ein bisschen Alizarin Karmesin hinein und streue auch hier Salz darüber. Einfach normales, ganz gewöhnliches Tafelsalz, was ihr in der Küche habt. In meinem Shop gibt es Weihnachtskarten neue und einen Wandkalender. Schaut vorbei, ich freue mich. Ja, noch in die Feuchtigkeit hinein, oberhalb der Horizontlinie, mit einem Shadow Green von Mission und dem Maestro Nummer 3 von Da Vinci tupfe ich Nadelbäume, einen Nadelwald in den Himmel hinein. Er zerrinnt ein bisschen und wird schön. Hier jetzt mein Kalender, das Deckblatt meines Kalenders 2024 und 4 Beispielbilder, wie er darin ausschauen könnte. Es ist ein Wandkalender A4 groß und ich freue mich, wenn ihr vorbeischaut. Ja, unten links, während dem oben rechts und gerade oben drüber trocknet, unten links malen wir wieder einen Hügel und den Himmelbereich feuchten wir an, so dass wir mit einem Lunar Blue wunderschön den Himmel hineinmalen. Dann mit einem Shadow Green, wie oben rechts, das ist dieselbe Farbe, und dem Ella-Stick tupfen wir in die feuchte Farbe hinein Nadelbäume. Sie zerrinnen, sie zerlaufen, sie sind bewegt, ein bisschen intensiver oder weniger intensiv grün. Sie sehen sehr natürlich aus. Unten rechts, nun zum letzten Bild, während die linke Seite trocknet, da feuchten wir das Blatt an. 2/3 würde ich sagen, kommen dann von oben mit einem Heliocylinblau hinein. Dann dunkeln wir oben noch ab mit einem Peinesgrau-bläulich, einfach um dieses Nächtliche noch ein bisschen zu unterstützen und verblenden das Ganze ins Weiß hinein und holen jetzt so, auf Schweizerdeutsch würde ich Schlirken sagen, also so einen Schneehauch von unten herauf ins Blau hinein. Holen wir weg wieder mit dem Ella-Stick. Ich tupfe ihn immer wieder dazwischen trocken, sodass dass er immer wieder frisch sauber ist, wenn ich ein bisschen neuen Schnee in den Himmel ziehe. Und wieder streue ich Salz in diesen Himmelbereich, nicht zu viel. Nun lasse ich alles trocknen und hole auch das Salz von den nun trockenen Bildern. Ja, und ihr könnt jetzt schön sehen, wie unterschiedlich das Salz auf der Farbe gewirkt hat beim Lunar Blue, was ich euch hier jetzt gerade gezeigt habe. Und ich habe gesehen, es ist nicht von Mission, es ist von Daniel Smith und heißt Lunar Blue. Also wie gesagt, im Lunar Blue wirkt das Salz reduziert.
Rechts oben ist es sehr, sehr schön leuchtend geworden in diesem Ultramarinblau. Dafür sieht dieses Grün, dieses Shadow Green von Mission nicht so grün aus vor diesem violetten Hintergrund wie unten links. Also ihr seht, dieselbe Farbe wirkt auf verschiedenen Untergründen unterschiedlich, genauso wie Salz. Das funktioniert nicht auf jeder Farbe gleich. Ja, nun nehme ich wieder den Elastip und ein Shadow Green, nicht zu dunkel, aber vielleicht ein bisschen dunkler als vorher beim Hineintupfen und malen Nadelbäume vor meinen schon bestehenden Wald. Ich muss es auch nicht ganz dicht machen. Es kann ruhig der Wald noch ein bisschen von hinten nach vorne schimmern. Ja, es kann sich also mischen, das hinten und vorne. Ich beschneie die Tannen noch und das mache ich mit einem Gouache-Weiß und einem Maestro Nummer 3. Die Tannen vorher habe ich mit dem Elastip gemalt und da findet ihr viele Videos von mir, Technikvideos zum Thema Bäume, Winterbäume auch, wo es genau um den Elastip, um diese Elastip-Technik geht. Wie male ich Bäume mit dem Elastip? Ja, nun beschneie ich mit wirklich intensivem Weiß, also mit diesem Gouache-Weiß, einfach, dass die Bäume hier in der Ferne auch beschneit sind. Und ihr habt gesehen, ganz leicht lässt sich dieses Washi-Tape vom Bild lösen. Ich kann es einfach runterziehen und es passiert überhaupt nichts dem Papier. Ich kann es jetzt anfeuchten und einen Schatten ziehen in den Vordergrund hinein mit der Farbe des Himmels, natürlich mit Ultramarinblau. Gegen oben werde ich heller, sodass das Licht von oben, vielleicht ist ein Mond am Himmel zwischen dem Schneegestöber, das Licht von oben auf dem Schnee liegt. Währenddem die rechte Karte trocknet, oben rechts, male ich die linke oben links weiter und nehme da einen Schrubberpinsel und wasche mir 5 Schäfchen. Im Moment sieht es eigentlich eher aus wie Wollknäuel. Also ich wasche mir 5 weiße Stellen aus dem Blau direkt über dem Hügel, schattiere diese dann von unten her mit Lunar Blue und lasse es gegen oben hineinlaufen in die Körper, kann, solange es nass ist, gegen unten hin dann die sehr gelenksbetonten Beine ins Bild ziehen, je nach Schaf ein bisschen dicker oder dünner. Da könnt ihr wirklich, das könnt ihr unterschiedlich gestalten. Ihr könnt auch unterschiedliche Gesichter machen, den Schafen, das werdet ihr gleich sehen, denn die unterscheiden sich wirklich durch die Ohren. Also man kann da einen Unterschied dann entdecken. Ihr werdet es sehen, wenn ich dann die Köpfe gemalt habe, wegen den Ohren, hängende, stehende, abstehende und so weiter. Also jetzt sind wir noch bei den Beinen, gegen unten hin mit starken Kniegelenken Beine ziehen und auch die Hinterbeine ein bisschen andeuten. Das Schäfchen vorne rechts, das gefällt mir am besten, das ist sehr diffus, ein bisschen verwaschen sind die Beine, weil ich da mit Wasser noch ein bisschen darüber getupft habe, aber genau das gefällt mir eigentlich letztendlich am besten. Das könnt ihr ein bisschen beobachten, was euch da gefällt, wie ihr das machen wollt. Und jetzt habe ich mit einem Cadmium Orange Hell noch ein bisschen Wärme ins Bild gebracht. Mir war es plötzlich einfach viel zu kalt und ich habe den Hügel sowohl wie die Schafe ein bisschen angewärmt mit diesem Lichtgelb. Warmem Lichtgelb. Und nun mal ich die Gesichter der Schafe, sie schauen uns an, stehen in der Reihe und schauen uns an. Von oben scheint vielleicht der Weihnachtsstern auf ihre Köpfe, auf ihre Rücken. Und ihr seht, ich schaue, dass auch die Gesichter sich ein bisschen verbinden mit dem Körper und ein bisschen verschwimmen, hinein laufen in diese Körper, und ich mache unterschiedliche Ohren. Links eher abstehend, das zweite jetzt, das hat eher hängende Schlabberohren, und mal schauen, was beim dritten passiert, beim mittleren Schäfchen. Also ich versuche da wirklich unterschiedliche Ohren zu malen. Das hat ganz lustige, das mittlere, die schlabbern richtig herum, sogar beim Stehen. Und das vierte hat jetzt echte Hängeohren.
Und das 5. schauen wir mal, was da wird. Also ja, es ist jedes ein bisschen anders als der Vorgänger. Überhaupt jedes Schaf gleicht nur in der Haltung und der Farbgebung dem dann neben ihm. Dieses bekommt wieder hängende Ohren, nicht ganz so schlimm wie das zweitletzte, sondern so lustigere, die so auf der Seite ein bisschen rausstehen. Das hat mir jetzt am besten gefallen eigentlich, deswegen habe ich das beim letzten Schäfchen noch einmal machen wollen. Ja, hübsch sehen sie aus und nun brauchen sie nur noch den Schatten. Ich werde oben links eine Lichtquelle anbringen. Das heißt, ich muss von der Lichtquelle weg den Schatten ziehen, der Beine. Und das mache ich mit Luna Blue, einem ein bisschen verdünnten. Ich kann am Ansatz oben ein bisschen dunklere Farbgebung nehmen und gegen den Blattrand hin die Körper mit dem Elastip andeuten, die flächig sind und dunkel. Ja, ein bisschen dunkler, wie gesagt, von den Beinen her hineinlaufend in diesen Schattenbereich, in diese langen Beinbereich. Und schon sind die Schäfchen fertig, sehen hübsch aus, schauen uns an und man hat eine weihnachtliche Stimmung. Oben rechts möchte ich jetzt eine Schneetanne wirklich in den Vordergrund ziehen. Dazu mit dem Schrubberpinsel zuerst einmal Schnee auswaschen, dass Schnee liegen kann auf dieser Tanne. Und mit einem Aquarell-Radierschwamm, den ich ein bisschen anfeuchte, durchbreche ich diese harte Horizontlinie. Das geht fast nicht mit dem Schrubberpinsel. Also da brauche ich wirklich etwas Heftigeres und das mache ich, wie gesagt, mit dem Radierschwamm. Nun schattiere ich, also ich ziehe die Nadeln und Äste mit Shadow Green unter den Schnee und mit dem Elastip kann ich sofort auch gegen oben hin mit Wasser, mit dem ausgewaschenen Pinsel und Wasser, das ein bisschen verblenden. Hier nehme ich sogar einen Maestro Nummer 3 für dieses Verblenden hier weiter unten jetzt, wo wirklich so große Schneeflächen sind und es wirklich sehr weiß bleiben soll. Der Schnee auf den Ästen soll nicht zu dunkel, nicht zu grünlich werden, deswegen nehme ich hier den Maestro Nummer 3 und verblende nach oben hin. Ja, jetzt braucht die Tanne eigentlich nur noch den Schatten, der da vorne dunkel liegt und später dann, sobald es gut trocken ist, können wir Fußspuren, Tierspuren, Gehspuren von einem Menschen oder so noch ins Bild ziehen, einfach um diese Entfernung noch zu unterstreichen. Ja, unten links, da haben wir jetzt einen sehr bewegten Tannenwald und ich möchte auch hier noch Tannen in den Vordergrund malen, beziehungsweise eine Tanne vorne in die Mitte, eine richtig weihnachtlich verschneite Tanne. Auch dafür muss ich jetzt wieder ein bisschen was wegwischen, was wegwaschen von den schon bestehenden Bäumen und kann dann sofort die Tanne fertig malen. Ich mische mir ein Luna Blue mit einem Shadow Green mit dem Maestro Nummer 3 von Da Vinci und male damit jetzt schon die Schattierung im Schnee, so dass ich das, wenn ich die Nadeln dann stipple mit dem Elastip, dass die Schattierung schon passiert ist. Also die Schattierung ist schon vor den Ästen angebracht, also das ist dieses Mal ein bisschen anders als bei dem Baum oben rechts. Ich male zuerst die Schattierung und dann stipple ich mit dem Elastip noch dieses feine Geäst, diese Nadeln und so weiter dazwischen. Nun mit dem Elastip die Nadeln dazwischen tupfen, stippeln, sodass man wirklich sieht, dass es kein Gespenst ist, sondern ein Baum. Also der braucht Nadeln, der braucht dieses Dunkle unter dem Weiß und immer wenn ihr ein bisschen, es sind ja doch relativ kleine Karten, das ganze Blatt ist ja 30 x 40 cm groß, also habe ich es durch 4 geteilt und es sind also nicht so große Blätter, Seiten, Karten, sodass man mit dem breiten Elastip da sehr vorsichtig malen muss, gerade bei dieser Tannen, wenn man zu weit
über was drüber kommt, dann kann man es einfach abtupfen mit dem Taschentuch. Nun habe ich mit Ultramarinblau, Entschuldigung, mit Lunar Blue und Shadow Green unten schattiert, sodass die ganze Tanne einen Schattenwurf hat, gegen vorne in A-Form breit auseinandergehend. Und die Karte ist jetzt eigentlich fertig, außer dass ich vielleicht noch Schneeflocken dann malen werde. Oben rechts habe ich diese harte Horizontlinie jetzt ein bisschen aufgelöst und mit dem Maestro Nummer 3 von Da Vinci und einem Ultramarinblau tupfe ich eine Spur in den Schnee. Dass es im hinteren Bereich heller wird, habe ich jetzt das überschüssige Blau wieder ein bisschen weggetupft mit einem sauberen Taschentuch. Nun werde ich hier, während dem rechts trocknet, kann ich links über den Häuptern der Schafe noch ein bisschen Licht anbringen. Die sollen noch ein bisschen mehr schimmern, ein bisschen mehr leuchten. Und das mache ich, indem ich da einfach ein bisschen Farbe vom Hintergrund auswasche. Dann kann ich oben links in der Ecke mit einem Cadmium Orange Hell eine Lichtquelle hinmalen und schon habe ich wirklich ein helles Licht gegenüber dem Schattenwurf und ja, habe eine Wärme im Bild. Kann jetzt auch dieses Ausgewaschene bei den Schafen oben noch ein bisschen mit Gelb kolorieren, sodass wirklich das ganze Bild wärmer leuchtet. Mit einem Titan-Deckweiß, ich habe letztendlich ein Deckweiß genommen, ein Gouache-Deckweiß, aber ein flüssiges Gouache-Deckweiß und damit kann man jetzt wirklich ganz, ganz gut, das deckt zu 100% und da kann ich jetzt einfach über mein Bild spritzen, sodass ich wirklich viele, viele Schneeflocken bekomme. Vor der Tanne, auch jetzt noch vor und über die Schafe, hier jetzt aber mit Cadmium Orange Hell und einem Lunar Blue Grün Gemisch. Also ja, auf der oberen rechten Karte, auch da spritze ich Schneeflocken, aber wieder mit diesem Deckweiß, mit diesem tollen, sehr deckenden Deckweiß, so dass es auch hier schneit. Und nun habe ich nur noch das Bild unten rechts, die Karte unten rechts, die 4. Karte von meiner Ansammlung an Karten. Heute muss ich nur noch diese 4. Karte fertig machen. Da brauche ich jetzt nur mehr ein Peinesgrau bläulich und ein Heliocyanin blau. Zusammen mit einem Stück altem Papier. Meins ist ein bisschen dicker, aber es geht auch ein dünnes Papier. Einfach, es soll eine harte Oberkante erzeugen. Da male ich jetzt kleine, süße Tannen an den Horizont bzw. direkt über der Karte und verblende mit Wasser ein bisschen nach unten, so dass ich den Schattenwurf der Bäume sofort im Bild habe und eigentlich gar nichts weiter machen brauche. Ja, ich ziehe noch weitere Baumsilhouetten ins Bild, schaue ein bisschen, dass nicht die wunderschönen, so diese Schneegestöberstellen zu viel zugedeckt werden. Ein bisschen kann man es wahrscheinlich nicht verhindern, aber dass trotzdem welche auch noch stehen bleiben und male einfach noch weitere Nadelbäume in mein kleines Bild, in meine kleine Karte und verblende jeweils immer gerade nach unten wieder. Ja, sobald diese Nadelbäume im Bild sind, auch jetzt noch eine dritte Baumgruppe hier vorne, bitte nicht zu hoch, nicht zu weit in dieses schöne Schneegestöber hinein, sondern wirklich bleibt unten, schaut, dass man den Hintergrund nicht zerstört oder fad macht, indem man alles übermalt, sondern ja, schaut, dass ihr es dort dazu stellt, wo es Sinn macht, wo es schön ausschaut und auch hier sofort wieder nach unten verblenden. Dieses Bild ist soweit fertig, sobald es trocken ist, kann ich Schneegestöber darüber spritzen und dann sind meine Karten fertig für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir könnten noch einen Mond zwischen die Schneeflocken
malen. Einfach mit einer Schablone einen Mond auswaschen, gegen außen vielleicht ein bisschen verwaschen, sodass dass man sieht, es ist eine Schneegestöbernacht, eine Schneenacht, eine Schneesturmnacht vielleicht oder eben die heilige Nacht und es leuchtet ein Mond am Himmel, jedenfalls eine hellere Lichtquelle. Nun wasche ich noch die Nasen ein bisschen heller, dass sie dreidimensional wirken bei meinen Schafen, dass sie nach vorne kommen. Das ist ganz wichtig, dass man die Nasen da so ein bisschen unterstützt. Und dann kann ich mein Washi-Tape entfernen und habe 4 fertige Karten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich nehme euch jetzt noch mit in den Wald. Ich habe mich heute entschieden, wieder euch etwas zu zeigen. Bei uns ist alles ein bisschen angezuckert, viel zu wenig Schnee. Zwar für meinen Geschmack, ich liebe Schnee, ich liebe Winter, dieses kristallende Glitzern, dieses Funkeln im Schnee. Also ich habe das so, so gern. Und ja, ihr wisst, wie sehr ich die Natur liebe. Ich wünsche euch eine ganz, ganz gute, ganz, ganz wunderschöne Weihnachtszeit, Vorweihnachtszeit und freue mich über weitere Karten mit euch. Bis bald. Tschüss.